Mein Name ist Stavros Diamantakis. Ich fotografiere seit mehr als 40 Jahren und für mich ist das mehr als ein Hobby. Es geht mir nicht nur um die Fotos. Ich bin ein Sammler. Die Sammelleidenschaft hat begonnen, nachdem das Eigenhaus halb fertig war. Es kamen die Sorgen für die Finanzierung, die Sorgen vom Geschäft und so weiter. Und ich suchte einen Fluchtpunkt. Und dieser Fluchtpunkt war mein Zimmer. Und so habe ich gesammelt, weil mir einfach Spaß gemacht hat. Heute ist meine Sammlung auf mehr als 4000 Exponate angestiegen. Bald bekamen die Leute Wind davon, dass ich so gern sammle und sind mit den alten Fotoapparate, Filmkameras hergekommen. Nachdem ich ein Spielwarengeschäft im Spital hatte und immer greifbar war, war ich für alle fotografische und kinematografische Probleme der Menschen zuständig. Ich habe immer wieder Fotoapparate geschenkt bekommen, Filmkameras, aber auch für Probleme. Wenn das nicht funktioniert, warum? Und wenn irgendetwas nicht klar war, warum ist das so und so? Und so war ich praktisch der Seelenträger für Foto- und Kinoamateure. Ich bin 1944 auf der Insel Kreta in Griechenland geboren. Mich persönlich hat immer die Technik fasziniert. Ich wollte einmal Archäologe, ich wollte einmal Architekt oder Kunsttischler werden. Daraus ist leider nichts geworden. Mit 7 oder 8 Jahren hat mein Vater angefangen, in einem Kino zu arbeiten. Und nachdem ich meinen Vater sehr oft besucht habe im Kino, habe ich die große Liebe zur Kinematografie und zu der Technik entdeckt. Ich war glücklich, bei Vater zu sein und nebenbei auch im Kino. Bald darauf, ich war etwa 8 Jahre alt, habe ich begonnen, mit einer Taschenlampe als Platzanweiser in diese große Kino zu arbeiten, aber nicht als Zwangsarbeit. Für mich war eine schöne Beschäftigung. Nebenbei konnte ich eine Menge Filme anschauen und die war aber immer noch in der Nähe von meinem heißgeliebten Vater. Filme waren natürlich immer diese neutrale Filme, sage Musikfilme, Vico Torriani, Peter Alexandra und diese Filme, die wir auch hier kennen, aber sie waren lustig und nebenbei hat man die ganze weite, große Welt gesehen. Was mir heute sehr, sehr vieles einmal in Erinnerung geblieben ist. Ich habe viele Städte als Jugendlicher nie gesehen, aber ich habe alle in- und auswendig gekannt von diesen Kinofilmen. Eines schönen Tages ist eine ältere Dame gekommen, hat mich angeschaut und hat gesagt, ich habe was für Sie. Sie hat die Tasche ausgepackt und hat mir eine Schachtel mit einer alten Agfa-Box in der Hand gedrückt. Ich natürlich, original verpackt, packe aus die Kamera in einem Top-Zustand, ganz neu. Dann sage sie, die Kamera ist nagelneu, noch nie verwendet. Hat sie mich angeschaut, dann habe ich gedacht, hoppla, da stimmt etwas nicht. Dann sage ich, was ist mit der Kamera? Wollen Sie mir was sagen? Dann sagt sie, ja, diese Kamera war 43 Jahre in einem Schrank versteckt. Das war das Geschenk für die Firmung für unseren Sohn. Dann sage ich, und? Dann sage ich, ja, die letzten Kriegstage, 2 Wochen vor seiner Firmung, ist er eingezogen und er ist nie nach Hause gekommen. Und 43 Jahre lang war sein Geschenk im Schrank. Aber jetzt ist etwas für Sie.
Und er hat mir die Kamera überreicht. Mir war sichtlich nicht wohl und heute noch ist mir nicht wohl, wenn ich daran denke. Und das ist eine von diesen vielen Episoden, die ich erlebt habe. Die Wertschätzung, die ich von der Bevölkerung bekommen habe, war sehr groß. Und so ist langsam diese riesengroße Sammlung entstanden. Von Rollfilmkameras, Kleinbildkameras, Disk, digital und diese Durcheinander, analoge Fotografie, digitale Fotografie, Video, Super 8, Doppel 8 und so weiter und so fort, die heute nicht so leicht auseinanderhalten kann. Ich kaufe nichts. Die wenigen Sachen, die ich kaufe für meine Sammlung, das ist Fachliteratur. Ich habe aber auch nie was verkauft. Die erste Kamera, die ich bekommen habe, war eine alte Box von meinem Vater. Woher mein Vater diese Kamera hatte, das weiß ich nicht. Die erste Kamera zum Fotografieren habe ich selber als Student gekauft. Es war eine Aquasilete. Mit dieser einfachen und unkomplizierten Kamera habe ich sehr viel und gern fotografiert. Aber bald zeigten sich die ersten Probleme. Eine Spiegelreflexkamera müsste her. Und damals die Ostblock-Kameras, die Praktikas, waren natürlich der große Hit. Und dort habe ich die ersten Fotos gemacht, auch wettbewerbsfähig. Und mit solchen Aufnahmen habe ich auch die ersten Wettbewerbe und Ausstellungen bestickt. Die ersten Fotos waren logischerweise schwarz-weiß, weil für mich Schwarz-Weiß-Fotografie ist die königliche Disziplin. Man hat eine ganz andere Sichtweise. Die Fotos sind lebendiger, die sind viel aussagender. Und natürlich kann man dafür auch selber sehr viel beitragen, indem man diese Schwarz-Weiß-Fotos selber im eigenen Fotolabor ausarbeitet. Auch das habe ich probiert. Auch ich bin nächtelang im Labor gestanden und habe Schwarz-Weiß-Fotos entwickelt und vergrößert. Und ich habe sogar in Oberkärnten eine Fotoausstellung gehabt und hinterher habe ich erfahren, es war die erste Fotoausstellung in Kärnten. Inzwischen fotografiere ich auch digital und logischerweise farblich, obwohl sehr wenig Zeit dafür habe, weil die Sammelleidenschaft hat mich voll erwischt und die Geschichte der Fotografie ist umso interessanter und so fotografiere ich eigentlich weniger. (1970) kam ich nach Kärnten und lebe heute mit meiner Frau in Penk im Mölltal und habe eine Tochter, die in München lebt. Damals war ich zwar fotografisch interessiert, aber es hat zu diesem Zeitpunkt noch keinen Fotoclub in Kärnten gegeben. Bald haben wir den Landesverband der Amateurfotografen in Kärnten gegründet und Mitbegründer war ich auch von der Team 78 Fotogruppe Mühlstadt. Ich war überglücklich und zufrieden und so habe ich angefangen zu studieren, warum und wieso. Warum ist das so und warum ist diese Kamera so? Und das hat mich schlicht und einfach alles interessiert. Dieser Sammlungsraum, den habe ich so gestaltet, wie ich wollte. Ich fühle mich sauwohl hier und das ist für mich eine ganz andere Welt. Die größten Sorgen vom Geschäft habe ich hier im Sammlungsraum nie hereingebracht. Ich habe meine Ruhe und habe mich mit meinem Hobby beschäftigen können, aber für mich ist die Ordnung das Wichtigste von allem. Jede Kamera, die ich bekomme, wird zuerst einmal hier im Raum akklimatisiert, bevor ich mit Putzen und Saubermachen anfange. Erst dann wird die Kamera untersucht, die technischen Daten aufgeschrieben und alles fein sauber in ein Karteiblatt archiviert.
Auch eine andere Episode mit einem Herrn Direktor, einem Volksschuldirektor. Er hat mich gebeten, bei ihm zu Hause vorbeizuschauen. Er ist mir mit einer Schachtel voll Fotoapparat entgegengekommen und hat gesagt, das ist was für Sie. Und nebenbei greift zur Innentasche sein Sack aus und zieht eine kleine Faltkamera. Er sagt, die habe ich auch noch. Und ich habe gemerkt, wie die Kamera hergeben wollte, er hat wieder zurück und der war unschließlich. Als ich fragte, hat diese Kamera eine Geschichte? Dann sage ich, ja. Mit dieser Kamera war ich durch ganz Russland und als ich schwer verletzt im Krankenhaus lag, dachte, hoppla, die Kamera ist weg. Die Kamera war aber nicht weg. Er hat die Kamera wieder gehabt und sein Zivilleben bis später hat die Kamera noch gehabt. Und diesen Moment dachte er, ich gebe mir die Kamera her. Ich merkte diese Unsicherheiten, dann sage ich, Herr Direktor, die Kamera will bei Ihnen bleiben. Er hat nichts gesagt, aber ich habe gemerkt, seine Augen haben fast Freudentränen gehabt. Das sind Sachen, die man einfach nie vergisst. Inzwischen bin ich nicht der Jüngste. Ich rase auf die 80 zu und für diese Sammlung gibt es keine Zukunft. Ich habe keine Nachfolger und was damit geschieht, weiß ich nicht. Aber ich weiß nur, dass viele interessiert sind an Filettstücke von dieser Sammlung. Aber ich glaube nicht, dass das richtig wäre. Das Ganze gehört geschlossen irgendwo. Wenn ich danach gefragt werde, ich bin wirklich traurig, weil hier steckt 40 Jahre intensive Arbeit, 40 Jahre Liebe, 40 Jahre Herzensblut.